Bist du egoistisch genug, deine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle zu stellen? Ich habe das lange nicht gemacht. Warum ich aber mittlerweile glaube, dass das Wichtigste ist, um ein glückliches Leben zu führen, das erfährst du in meinem heutigen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Hi, ich bin's, Ellie. Ja. Und heute geht's um das Thema Egoismus bzw. gesunder Egoismus. Und was hat eigentlich gesunder Egoismus mit einem glücklichen Leben zu tun? Ich glaube ehrlich gesagt alles. Das ist so meine Erfahrung dazu. Also ich habe früher gedacht, dass Egoismus was ganz, ganz Schlimmes ist, obwohl ich ein sehr, sehr egoistischer Mensch war. Es drehte sich wirklich immer alles um mich. Ich habe meine Bedürfnisse immer an erster Stelle gestellt, war aber auch genauso unglücklich, wenn die nicht erfüllt wurden. Habe wenig Rücksicht auf andere genommen, als wirklich junges Mädchen. Das war für mich sicherlich auch eine Strategie, irgendwie vielen zurechtzukommen. Aber verrückt ist einfach, dass ich damals gar nicht erkannt habe, dass ich selber egoistisch bin, obwohl ich Egoismus so abgelehnt habe. Irgendwann habe ich dann gelernt, es gibt Egoismus und es gibt Altruismus. Einmal kurze Erklärung. Ja gut, beim Egoismus dreht sich halt alles um mich, um meine Bedürfnisse, meine Bedürfniserfüllung. Und beim Altruismus geht es darum, dass man die Bedürfnisse eines anderen in den Mittelpunkt stellt und versucht, die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen. Sei einfach mal beides so dahingestellt, was das tiefenpsychologisch bedeutet, dass man das so macht. Ich glaube, so was die Schnittstelle von beiden ist, also von Egoismus und Altruismus, ist die Tatsache, dass ich immer an einem bestimmten Punkt mein eigenes Wohlbefinden in die Hände von etwas anderem oder anderen gebe. Wenn ich natürlich Dinge nicht bekomme und das einfach ganz wichtig für mich ist, dass ich immer meine Bedürfnisse erfüllt bekomme und das wird nicht immer klappen, gebe ich meine Macht, meine Kontrolle da aus meiner Hand. Genauso wie wenn ich davon abhängig bin, dass ich die Bedürfnisse eines anderen Menschen vor meiner eigenen stelle und dann nicht die Anerkennung vielleicht bekomme, die ich brauche, was der Grund dafür ist, dass ich mich so verhalte, ist es immer an einem Punkt, wo ich unglücklich werde, weil ich die Kontrolle über mein Wohlbefinden abgegeben habe. Ich habe halt irgendwann realisiert, dass Egoismus per se, also wirklich an sich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Nein, danke. Okay. Irgendwann habe ich realisiert, dass Egoismus an sich nicht per se schlecht ist. Also ich glaube, dass es einfach auch ganz, ganz wichtig ist, einen gesunden Egoismus zu entwickeln, um ein glückliches Leben zu führen. Und zu einem gesunden Egoismus gehört für mich einfach auch, Grenzen zu setzen, mich abzugrenzen, meine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen, die nicht hinten dran zu stellen, vor jemand anderem. Gut, ich habe keine Kinder. Ich glaube, wenn man Kinder hat, ist das echt nochmal was anderes, gar keine Frage. Also so wie ich das erlebt habe, gehört das bei Müttern zur Tagesordnung, dass eigene Bedürfnisse in die zweite, dritte Reihe gestellt werden, weil im Grunde genommen natürlich auch, wenn die Kinder klein sind und so, es nur 24/7 um das Bedürfnis des Kindes geht. Ich glaube trotzdem, dass auch das echt eine mega Herausforderung ist, da zu gucken, inwieweit kann ich mir aber auch trotzdem da was freischaufeln und mich auch nicht ganz verlieren, einfach in dieser Mutterrolle. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, darum geht es jetzt hier nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht selber wertschätze und meine Bedürfnisse wertschätze und auch meine Grenzen wertschätze und das, was ich kann und was für mich möglich ist und was für mich nicht möglich ist, das alles wertschätze und vielleicht auch echt für mich einstehe und mich auch vielleicht mal verteidige, wenn es notwendig ist, dann ist so für mich die Frage, wer tut es dann? Also wer tut es, wenn ich es nicht für mich selber tue? Und meine Erfahrung damit ist, wenn ich selber gut für mich sorge und mich vernünftig abgrenze, dann ist das manchmal für andere unangenehm. Die reagieren dann schon mal irgendwie pikiert, weil
man vielleicht auch schon mal ganz gerne manipuliert werden möchte und man sich dann nicht manipulieren lässt. Weil das setzt natürlich auch irgendwie alles so eine bestimmte Klarheit voraus. Meine Erfahrung zu dem Thema ist, wenn ich mir über meine Grenzen latschen lasse und mich zu Sachen überreden lasse, die eigentlich nicht meins sind, dann fühlt sich das einfach nicht gut an. Und deswegen glaube ich auch zu sagen, dass ein zufriedenes, ein glückliches Leben einfach damit zusammenhängt, wie sehr gut ich zu mir stehen kann und zu mir halten kann. Denn letztendlich ist es so, dass ich wirklich in meinem Leben die Hauptrolle spiele. Und ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen so ist, dass das schwierig ist. Es kann halt eine Familie sein, die man vielleicht an erster Stelle stellt oder den Job oder eine Beziehung. Also solche Dinge, die man vor die eigenen Bedürfnisse stellt. Und ich glaube, dass das einfach auf lange Sicht auch unglücklich macht. Und ich glaube, jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der weiß einfach, wie sich das anfühlt, wie schlecht sich das anfühlt. Boah, ich fand, das ist wirklich eine der heftigsten Lektionen, die ich so erlebt habe in meinem Leben. Aufzuhören, anderen gefallen zu wollen, zu mir zu stehen, vor allem auch zu akzeptieren. Also für mich war diese mega Hürde, erstmal zu erkennen, was ich für ein Bedürfnis habe. Und vielleicht geht es dir auch gerade erstmal da, dass du dir denkst, okay, was habe ich überhaupt für ein Bedürfnis? Also für mich war das schon wirklich die mega Hürde. Und dann war die nächste große Hürde, was mache ich jetzt damit? Ich habe da eher drunter gelitten, dann zu wissen, ich habe dieses Bedürfnis und weiß nicht, was ich damit machen soll. So, es wird ja im Endeffekt doch nicht erfüllt. Der gerade bei so unerfüllten Bedürfnissen, was ich immer machen kann, ist sie akzeptieren und dann kann ich mir überlegen, ja, was ich bereit bin dafür zu machen, um das umzusetzen. Will ich es umsetzen? Will ich es erfüllt bekommen? Was bin ich bereit dafür zu tun, es zu realisieren? Ein ganz großer Step ist, aufzuhören, anderen gefallen zu wollen. So ein People-Pleaser. Weil ich so abhängig bin letztendlich davon, was andere Menschen über mich denken und wie ich gesehen werde, wie ich wahrgenommen werde von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich auch was ganz, ganz ein schmerzhafter Weg gewesen. Auf jeden Fall. Das auch erstmal sich so einzugestehen, dass man vielleicht diese Anteile hat und dies dann loszulassen. Denn letztendlich ist, man bekommt nicht den Respekt. Wenn ich, jetzt habe ich schon 100-mal Bedürfnisse gesagt, meine Meinung, aber auch meine Bedürfnisse, das, was ich will, letztendlich wieder, was mir gut tut, wenn ich das immer permanent in die zweite, dritte Reihe stelle, nur um nicht anzuecken und zu meinen, das läuft dann alles easy oder ich werde dann halt auch, vielleicht kriege ich meine Anerkennung dadurch. Also meine Erfahrung ist, dass genau das Gegenteil davon ist. Also man wird nicht mehr wertgeschätzt als jemand, der einfach auch schon mal unangenehm ist. Meine Erfahrung ist so, dass es für Leute auch unangenehm ist, also für meine Umwelt unangenehm ist, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will, wenn ich mir nicht über meine Grenzen latschen lasse, wenn ich mich nicht manipulieren lasse, ist das erstmal unangenehm so für die anderen. Aber den größeren Respekt kriege ich dadurch. Und für mich selber kann ich sagen, es macht einfach auch glücklicher. Aber gewachsen bin ich an diesen einzelnen Steps. Und ich glaube, das Wachstum kommt wirklich durch diese einzelnen Steps, die da sind. Wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, jetzt zu sagen, okay, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig? Kann ich dir wirklich empfehlen, dich hinzusetzen und vielleicht Dinge auch mal aufzuschreiben, dich an Situationen zu erinnern. Vielleicht ist dir ja jetzt gerade auch über die Feiertage was passiert oder so. Bei mir war das immer das Bauchgefühl. Meine schlechten Gefühle landen immer in meinem Bauch. Das war immer dann ein gutes Indiz dafür, dass irgendwas ganz, ganz schräg gelaufen ist. Und dann musste ich mich wie ein kleiner Detektiv mit seiner Lupe da dran machen und mir angucken, was da schiefgelaufen ist und woran es gelegen hat. Das ist was ich auch wirklich total empfehlen kann, da zu schauen, wie ticke ich auch. Bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch? Was bedeutet das, harmoniebedürftig zu sein? Fühlt sich das immer gut an? Wie fühlt sich das an? Denn letztendlich glaube ich, und das kann ich wirklich so sagen, echt haben wir wirklich nur dieses eine Leben. Und da schon früh zu realisieren, dass das wirklich so ist. Das bei mir hat es wirklich lange gedauert und es war ein langer Prozess. Und ich finde das immer toll, wenn junge Menschen schon so früh sich auf diesen Weg machen, sich damit zu beschäftigen, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Mein Weg war ein anderer. Das war einfach mein Ding und mein Schicksal. Ich musste vieles auf die harte Tour lernen.
schon ganz schön viele Beulen mitnehmen. Aber letztendlich hat mich das heute zu der Ellie gemacht, die ihr hier seht. Und ich finde, ich bin da ganz glücklich und zufrieden mit. Und ich muss sagen, es gibt einfach auch Menschen, die sterben und wissen nicht, wer sie sind. Das gibt es auch. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat, dass es dir ein bisschen Inspiration gegeben hat, dich mit deinen eigenen Bedürfnissen, mit deinen Grenzen auseinanderzusetzen, mit dem, was du willst und da vielleicht mal genau hinzuschauen, wie du eigentlich tickst. Ja, wenn das so ist, dann, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Hinterlass auch gerne in der Kommentarfunktion, was dir so einfällt zu dem Video oder was deine Erfahrung ist. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch hier heute noch eine gute Zeit und tschüss!